Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach und bin in der Traumatherapie, aber auch im Bewusstseinscoaching unterwegs. Und dieser Kanal, der dreht sich um die Musik, um den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in die Videos und alles, was sonst noch dazu gehört. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann auf jeden Fall abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und liked, wenn euch dieses Video gefällt, auch das Video. Und jetzt kommen wir wieder einmal zu Asaf Avidan. Ich befinde mich quasi auf der Asaf Avidan-Reise. Und eine Empfehlung war Lost Horse. Und ich kenne den Song noch gar nicht. Das heißt, es wird eine Blind Reaction. Ich habe mir die Lyrics schon mal aufgerufen. Und ich habe heute einen Plan. Ich habe nämlich geguckt, welches Video ich machen will. Es gibt kein In-a-Box-Video. Es gibt ein offizielles Video. Es gibt ein paar Live-Auftritte und es gibt eine Akustikversion, die ich jetzt so auf den ersten Blick gefunden habe. Und ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, ob ich das offizielle Video machen will oder die Akustikversion. Ich habe mich jetzt entschieden, einfach beides zu machen, um den Unterschied zu hören. Genau, das heißt, ich werde mit dem offiziellen Video anfangen und dann im zweiten Run quasi die Live-Version machen oder die Akustikversion, so rum, ist ja nicht live. Genau, und ihr könnt einfach einsteigen und aussteigen, wo ihr Lust habt. Genau. So, und jetzt lasst uns starten mit dem Official Video. My body's undulating back and forth, but it's too late. There's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps, your little feet and silver boots make when I'm fleeing town, and I can't get around to being much surprised by memories speeding on the road on which we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly only. The sundown Father gods we were born to fear. I want you to hold me perpendicularly only. The sundown Father gods we were born to fear. Okay, ich mache hier mal die erste Pause. Wow, ich bin froh, dass ich auch das Video genommen habe. Ich habe erst überlegt, ob ich nur die Akustikversion mache. Aber das Video ist sehr ausdrucksstark, finde ich. Ich liebe diese Tanzelemente, die da mit reingebracht werden, so diesen Ausdruckstanz. Und auch hier haben wir wieder, wie so oft bei Asaf Avidan, ein Thema, was sich um Beziehungen dreht. Und es ist so schön dargestellt, wie Beziehungen auch sind. So, es ist ja nie nur dieses Happy-Ding. Selbst wenn es nach außen hin happy ist und man sich zum Beispiel nicht streitet oder irgendwas, ne? So, innerlich passiert ja immer irgendwas. Es ist egal, ob es jetzt eine Paarbeziehung ist oder eine zwischenmenschliche Beziehung, Freundschaften, Familie, was auch immer. So. Weil das Zwischenmenschliche immer in uns etwas bewegt. Immer wieder etwas, ne? Wir sind die ganze Zeit dabei, das Außen aufzunehmen, wahrzunehmen und dann zu interpretieren und zu bewerten und dann auf diese Bewertung oder auf diese Interpretation der Wahrnehmung zu reagieren. Entweder intern mit Emotionen, mit Gedanken oder auch extern, also nach außen hin mit einem Verhalten, mit dem, was ich ausspreche und so weiter und so fort. Das heißt, oft genug gibt es irgendwas, was mich verletzt, was mich verunsichert, was mich wütend macht, was mich glücklich macht, was mir das Gefühl von Stolz gibt, was mir das Gefühl von Leichtigkeit gibt, was mich traurig macht und so weiter und so fort. Ne? Also all diese Paletten werden in sämtlichen Beziehungen aufgerufen. Und das haben wir einmal hier schon, ne? Wir können zwischendurch sehen, wie sie tanzen, wie sie miteinander lachen, wie sie miteinander kokettieren,
und einfach alles gut scheint. Und in den nächsten Momenten sehen wir die beiden zum Beispiel auch einzeln, wie jeder so ein bisschen mit sich struggelt, traurig ist, exhausted, was auch immer, so erschöpft. Und das kann ja verschiedene Gründe haben. Ne? Das kann ja durchaus einmal jeder für sich sein, was er versucht, vor dem anderen zu verstecken, geheim zu halten. Es kann aber auch sein, dass es wegen dem anderen ist und man es trotzdem auch versucht zu verstecken oder man sich dann zurückzieht nach einem Streit oder nach einer Verletzung und versucht es mit sich irgendwie allein auszumachen. Bei der einen Szene war ich mir nicht so sicher, ob er nicht irgendwie betrunken war und da irgendwie gegen diese Wand gefallen ist. Und es könnte auch ein Coping-Mechanismus sein, ne? Zu sagen, meine Strategie mit Streit umzugehen oder mit Traurigkeit ist, was trinken zu gehen mit Freunden. Oder er ist einfach nur so was trinken gegangen mit Freunden, hatte Spaß und kam halt völlig betrunken zurück und für sie war das schwierig oder schlimm oder hat wieder irgendwas in mir bewegt, ne? Hat sie wütend gemacht oder irgendwie so. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber deswegen haben wir unter anderem auch die Lyrics aufgerufen, um hier nochmal ein bisschen zu gucken, was ist das, was Asaf Avidan vielleicht auch ausdrücken will. So. All my body's undulating, back and forth, but it's too late, and there's no cure and no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet in. Silver boots make when they're fleeing town. And I can get around to being much surprised by memories speeding on the road on which we are bleeding. Love, honey, this ain't love. Und das ist ganz spannend, wenn wir diesen Aspekt jetzt nochmal mit reinnehmen. Ne? Was ist Liebe? Und jeder definiert Liebe für sich ein kleines bisschen anders. Bei vielen Menschen, wenn sie sagen, sie lieben jemanden und man sie fragt, was liebst du denn an der Person? Dann ist es bei vielen Menschen, dass sie Dinge aufzählen, was sie für ein Gefühl bekommen durch diese Person. Ne, gibt mir immer was zu lachen, gibt mir das Gefühl, geliebt zu sein, hilft mir Dinge zu machen, hilft mir mutig zu sein oder irgendwie sowas. Und es sind oft Dinge, die die Person für uns tut. Das Gefühl, das sie uns vermittelt mit ihrem Sein, mit ihrer Art und Weise. Das ist das, was wir aufzählen, wenn wir von Liebe sprechen. Oft genug, nicht immer. Klar, so, aber es passiert ziemlich häufig, wenn ich Menschen frage. Und dann frage ich nochmal, was liebst du an der Person? Nicht, was liebst du, was sie dir für ein Gefühl gibt. Was ist das, was du an dieser Person spezifisch liebst? Sind das Eigenschaften, die sie mitbringt? Ist es eine Art und Weise? So. Und natürlich, wenn wir auch dort wieder genauer hingucken. Und warum liebst du das an der Person? Na, dann kommen wir da meistens wieder auch bei Werten raus. Ich liebe es zum Beispiel, wie Menschen in ihrer Passion aufgehen, wenn sie von Dingen sprechen, die eine Leidenschaft in ihnen aufweckt sozusagen. Ne? Oder auch wenn Menschen tanzen und egal wie sie tanzen, ne? Aber wenn man sieht, sie lieben den Song und sie sind total drin in dieser Musik. Das liebe ich an Menschen, an dieser Person denn in dem Moment, diese Passion. Warum liebe ich das? Und da kommt wieder dieses... Es erinnert mich zum einen an meine Passion oder an meine Leidenschaft, an mein Gefühl, wenn ich in diesem Zustand bin, was ich sehr schön finde, mich daran zu erinnern. Es erinnert mich an die Kreativität und an die Liebe, die Menschen haben. Das heißt, es gibt mir natürlich trotzdem auch immer wieder ein Gefühl. So. Und dennoch finde ich es wichtig, in Beziehungen sich immer wieder auch daran zu erinnern, dass es ja nicht nur um mich geht, sondern eben auch um die andere Person. Und was ist das, was ich an dieser Person schätze, außer dass sie mir ein gutes Gefühl gibt oder dass sie etwas für mich tut. So. Habe ich das Gefühl, Interesse an dieser Person zu haben, an ihrem Leben, an dem, was sie bewegt? Möchte ich sie darin unterstützen? Möchte ich sie mit ihren Fehlern auch lieben? Weil Fehler auch liebenswert sind. Ich habe selber genug Fehler. Und es ist auch wichtig, meine eigenen Fehler zu lieben und nicht nur jemanden zu haben, der meine Fehler liebt. So. Aber kann ich auch die Fehler von anderen lieben und akzeptieren? Natürlich ist es nie bei allen Fehlern so. Aber ist es möglich? Oder bin ich eigentlich nur die ganze Zeit am Kritisieren und liebe nur die positiven Dinge? Und
manchmal, und das hatten wir schon bei einem anderen Asaf Avidan-Song, und das ist das letzte, und dann hören wir erstmal wieder weiter, ist es, was wollte ich sagen? Jetzt ist es wieder weg. Ach genau, wenn wir Angst haben, allein zu sein, wenn wir Angst haben, nicht genug zu sein, wenn wir alleine sind, oder Angst haben, uns zu trennen, weil man muss doch in einer Beziehung sein, die Erwartungen von anderen an mich vermeintlich oder an glückliche Menschen. Ich will doch ein glücklicher Mensch sein, also muss ich in einer Beziehung sein oder bleiben oder was auch immer. Oder einfach nur Verlustangst, da geht wieder ein Mensch aus meinem Leben raus. Und es ist dann egal, welcher Mensch, ob ich ihn liebe oder nicht liebe. Ob es jemand ist, der mir ein Gefühl von Sicherheit gibt, den ich dafür nutze, ne? Eben mir das Gefühl zu geben, dass ich in Sicherheit bin, jemand, der auf mich aufpasst. Das sind alles Sachen, wo man sagen würde, das ist Strategie, das ist keine Liebe. Da sind wir wieder bei dem, ich liebe das Gefühl, das mir die Person gibt, aber liebe ich wirklich die Person? Und auch hier, ne, das ist wirklich immer wieder die Frage, inwiefern ist es uns möglich, mit all unseren inneren Filtern und Beschränkungen sozusagen, jemanden wirklich für das zu lieben, wer er ist. So. Und wo ist es eingeschränkt? Aber ich glaube, dass es schon auch noch ein Step in die Richtung geht. Ja. So, weiterhören. It's raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that ain't so frightening how there hasn't been your pretty side and so much time my teeth are whitening from the blood was shed while fighting love. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly on me. The sundown Father gods we were born to fear. I want you to hold me perpendicularly on me. The sundown Father gods we were born to fear. I want you to hold me perpendicularly on me. The sundown Father gods we were born to fear. I want you to hold me perpendicularly on me. Sundown Father gods we were born to fear. Bevor es jetzt weitergeht und zu Ende. Ich habe auch gerade nochmal gedacht, manchmal, wenn Menschen auch aus so einen Traumageschichten kommen, ne? Komplexe Traumatisierungen in der Kindheit, Bindungsstörungen entstanden sind. So, in der heutigen Zeit würden manche sagen, das ist eine toxische Beziehung oder irgendwie sowas. Aber es gibt dann manchmal so Sachen, ne? In Beziehungen werden eben Dinge in uns angestoßen, Ängste, Unsicherheiten, Vorurteile, all das. So. Es wird alles gechallenged, unsere ganzen Glaubenssätze und Erwartungen, wie Menschen mit uns sind, wie Menschen generell sind. So, da, ne, dieses, Menschen sind doch alle gleich, Menschen sind alle gierig oder ne, irgendwie so, oder alle Männer sind so und alle Frauen sind so und so. Und immer, wenn wir in Beziehungen gehen, dann werden wir mit bestimmten Dingen konfrontiert. Und wenn ich aus meiner Kindheit zum Beispiel oder aus meiner letzten Beziehung eine bestimmte Angst oder einen bestimmten Glauben über mich selbst oder über Partner oder über Beziehungen entwickelt habe, dann kann es sein, dass ich nicht vorurteilsfrei in die Beziehung gehe. So. Und dass es einen Filter gibt, der alles, was passiert, abscannt auf das, was ich wahrnehme. Und ob es, also um mir zu bestätigen, dass das funktioniert, dass das genau richtig ist, was ich da glaube. Also wenn ich sehen will, dass mein Partner mich betrügt, dann werde ich bestimmtes Verhalten die ganze Zeit so deuten, als könnte das bedeuten oder darauf hindeuten, dass er mich tatsächlich betrügt. Und dann bin ich die ganze Zeit unsicher, ist das jetzt oder nicht?
Und ich werfe es ihm die ganze Zeit vor und versuche es zu kontrollieren, versuche ihn zu kontrollieren. So. Oder habe Angst, ja, okay, jetzt betrügt er mich noch nicht, aber wenn er dann rausgeht, wenn er dann einer anderen Frau begegnet, wenn dies, wenn das, wenn jenes. So. Und die andere Person hat damit gar nichts zu tun. Es hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, nur mit erstmal Erfahrungen. Dann kann es zu Streit führen. Und natürlich suchen wir uns auch immer wieder gerne Menschen, die gleiche Muster bedienen, gleiches Verhalten haben. Ne? Wenn ich mir dann zum Beispiel auch wiederum Menschen suche, die gar kein Interesse haben an Bindung. Und ich immer wieder die Erfahrung mache von Männer wollen gar keine Beziehung mit mir oder Frauen oder Personen, so im Großen. Dass ich immer wieder in diese Schleife gehe und mich selbst darin bestätige, weil ich immer wieder den gleichen Typen Menschen mir raussuche, mit denselben Bindungsstörungen, so, weil die eine bestimmte Art haben, sich zu verhalten oder sich auszudrücken, Dinge zu sagen. Und mein System versteht das und sieht das und versucht da eine Lösung zu finden, indem es immer wieder dort reingeht. Aber es führt halt nie zu einer Lösung. Es führt halt meistens nur zu Streit und dann schaukeln sich meistens zwei Menschen mit ihren Ängsten, mit ihren Bindungsstörungen, mit ihren Überzeugungen immer weiter hoch und streiten sich immer mehr und verzweifeln immer mehr aneinander, obwohl es eigentlich mit Liebe gestartet ist. Aber es ist am Ende keine Liebe mehr, sondern nur noch ein verzweifelter Versuch, irgendein Konstrukt aufrechtzuerhalten. So. Ja, so, weiter. Und die Tänzer sind grandios, oder? Wow. Ja. Okay. Wow. So, dann lasst uns mal in die Akustikversion reinhören. Ich freue mich. Cooler Song auf jeden Fall. Und wie gesagt, also die Tänzer haben wirklich einen geilen Job gemacht. So, sowohl von der Schauspielkunst her und die Emotionen rüberzubringen, auch das Miteinander, die Verbindung rüberzubringen. Aber auch über diesen Ausdruckstanz, ne, diese Emotionen und diese Verzweiflung auch dort rüber auszudrücken. So. Ja. Genau. So, Akustikversion. I'm about as undulating back and forth, but it's too late. There's no cure, no sedating how this pain was generating this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet in. Silver boots make when they flee in town.
Wow. Oh, 2 Fluffies. Tolle Version auch, finde ich. Also klar, der Klang ist nicht ganz so, ne, so, aber wow. Okay, aber ich habe noch nicht den zweiten Vers gemacht. Also, lasst uns hier jetzt nochmal das Video nutzen für den zweiten Vers. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet. Ach nee, das hatten wir schon. Hoho. Stimmt, da habe ich vorhin bei dem Chorus nicht weitergemacht. Genau, I want you to hold me, das finde ich schön. Perpendicularly only. A sundial for the gods. We were born to fail. I want you to hold me. Perpendicularly only. A sundial for the gods. We were born to fail. Okay, ich muss dieses perpendicularly, heißt das so? Mal googeln, das kenne ich nämlich nicht. Senkrecht. Hm. Spannend. Senkrecht only. Okay. Ich würde jetzt erstmal trotzdem auf diese Zeile eingehen. We were born to fail. Die ist bei mir rausgestochen. Das kann sich auf die Beziehung an sich beziehen. Und ich denke mal, dass das ist, was Asaf Avidan hier meint. Ne? Also unsere Beziehung war zum Scheitern verurteilt. Aber dieses We were born kann ja nicht nur die Geburt der Beziehung bedeuten, sondern eben auch die Geburt an sich von jedem Menschen. Und auch hier könnte man wiederum die Bedeutung reinbringen, nur diese beiden Menschen. Jeder war auf seine Art und Weise schon bei der Geburt quasi an dem Punkt, wo klar war, diese Person wird scheitern. Und das finde ich eine schönere Bedeutung, dass es für alle Menschen gilt. Und dass dieses Fail, dieses Versagen oder Scheitern hier eine andere Bedeutung bekommt, weil jeder Mensch scheitert in seinem Leben. So, wir sind alle geboren, um auch zu scheitern. Nicht nur zu scheitern, aber auch zu scheitern. Weil das Leben immer aus Lernen besteht.
wir wissen bestimmte Dinge einfach nicht, wir kennen bestimmte Dinge nicht, wir müssen neue Dinge entdecken. Wir müssen Dinge, die wir kennengelernt haben, erstmal durchdringen und verstehen und üben und immer wieder machen, damit wir irgendwann es gut machen und keine Fehler mehr einbauen. Und selbst wenn ich Wissen erlange, gibt es ja auch immer noch dieses gefährliche Halbwissen, ne, wo ich einen bestimmten Anteil weiß, dafür ganz viele andere Sachen zu dem Thema aber nicht weiß, aber nur von diesem einen ganz überzeugt spreche und darauf meine Theorien aufbaue. Und gerade wenn es eben darum geht, dass wir Dinge ausprobieren, etwas neu lernen, dann geben wir so schnell auf an diesem Scheitern, an diesen ersten Fehler machen, an diesen ersten nicht hinbekommen, weil wir das Gefühl haben, oder weil unsere Kultur heutzutage, unsere Gesellschaft keine Fehlerkultur mehr ist, wo Fehler in Ordnung sind, wo Fehler dazugehören zum Lernprozess, sondern da ist Fehler machen etwas, was beschämt wird, etwas, was ausgeschimpft wird, etwas, was du auf jeden Fall besser machen musst, das geht so nicht. Und wenn du zu viele Fehler machst, dann bist du raus. So, und natürlich haben wir dann Angst und verbinden Fehler machen oder Scheitern mit etwas Schlechtem und mit etwas, was uns persönlich betrifft. Dass ich jetzt besonders schlecht bin und andere das ja auch hinkriegen. Aber das ist Quatsch. Wenn man hinter die Fassaden guckt, dann findet man meistens auch dort unglaublich viele Fehler. Ganz viele Scheiterversuche vorher vielleicht schon. Kann sein, dass die Person jetzt die Fehler nicht mehr macht, aber der Weg dorthin war derselbe wie deiner. Und wenn wir das jetzt auf Beziehungen beziehen, Beziehungen sind nicht dafür da, um von Anfang an zu funktionieren. Sie sind nicht dafür da, um den perfekten Partner zu finden, gleich von Anfang an. Und dass die Beziehung deswegen, weil ich den perfekten Partner gefunden habe, auch perfekt läuft. Das ist Quatsch. Try and error. Über Dinge sprechen, kommunizieren. Was ist das, was mir jetzt Unsicherheit gemacht hat, was mich wütend gemacht hat? Und das voneinander zu trennen mit dem, was meine eigenen Ängste, meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen, wenn wir bei Trauma sind, Trigger, die ich habe. Und die zu entkoppeln von meinem Gegenüber. Und festzustellen, okay, der ist einfach ein anderer Mensch, aber der löst in mir diese Dinge aus. Nicht, weil er ein schlechter Mensch ist, sondern weil er an Themen bei mir kratzt. Nicht mal unbedingt bewusst, manchmal in seltenen Fällen auch bewusst. Ja, da sind wir dann auch wieder bei toxischen Beziehungen. Aber auch da, selbst wenn die Person an mir kratzt und es bewusst und absichtlich macht, etwas in mir anzutriggern oder mich zu verletzen, dann kann ich trotzdem davon ausgehen, dass es nichts mit mir und meiner Person zu tun hat, weil ich schlecht bin oder weil ich nicht gut genug bin, sondern weil diese Person wiederum auch ihre eigene Geschichte hat mit eigenen Ängsten, mit eigenen Verletzungen, mit eigenen Sachen, die sie wütend gemacht hat. Eigenen Überzeugungen, wie Beziehungen funktionieren, wie Menschen sind, was ihnen wieder selber passieren wird, wer sie selber sind. Und wir begegnen uns mit all diesen Geschichten, mit all diesen vorherigen Sachen und treffen aufeinander. Und es löst irgendwas los, weil wir an irgendwas erinnert werden, weil unsere Ängste plötzlich hochkommen, unsere Unsicherheiten, was auch immer. Und dann sagen wir, ja, das ist diese Person, die das macht. Aber das passiert alles nur in meinem Kopf. Genauso wie hier gegenüber. Und dann schaukelt sich das halt, ne? Aber ja, born to fail. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Ding. Und auch dieses I want you to hold me. Ich muss noch mal kurz dieses Sanjal gucken. Sonnenuhr. Eine Sonnenuhr für die Götter. Gute Frage. Was sagt ihr? I want you to hold me. Senkrecht. Oh, senkrecht. A Sanjal for the gods. Vielleicht, wenn die Personen zusammenkommen, dann kann es entweder bedeuten, dass es wie zwei Zeiger sind und wenn die von Gott oder von der Sonne beleuchtet wird, dass sie dann wie Schatten werfen, wie für die Uhr. Oder es bedeutet, dass einer der Zeiger ist, während der andere die Sonne ist und anstrahlt. Und deswegen so eine Sonnenuhr mit Schatten und allem entsteht. Wobei Schatten hier dann auch wieder dieses Fail oder dieses Traurigsein, dieses Anteasern, was auch immer bedeuten kann. Und dieses I want you to hold me im Sinne von auch in diesen schlechten Zeiten, auch in dem, wo wir uns nicht mehr lieben, wo die Liebe vielleicht aufgehört hat, endgültig, weil wir eigentlich nur mit unseren Mustern beschäftigt sind und unseren eigenen Geschichten und unserem eigenen Verletzungskram und so. Oder vielleicht die Liebe nie existiert hat, sondern es von Anfang an quasi so eine Art von Beziehungsvertrag war.
wo jeder von dem anderen sich irgendwas erhofft hat, was er ihm geben kann. So, wie zum Beispiel Sicherheit, was ja erstmal nichts Schlimmes ist. Gerade wenn ich jemand bin, der sehr ängstlich ist, ne, und sehr verunsichert ist und das Gefühl habe, ich kann nicht so gut mein Leben führen, ich brauche jemanden dafür. Es ist nicht die beste Art, in eine Beziehung zu gehen. Und dennoch machen es viele und das ist erstmal nichts Schlimmes. Das ist erstmal nur ein Sicherheitsbedürfnis. Und es kommt ja meistens trotzdem genügend zurück, Bemühungen, es sind trotzdem Emotionen da. So. Und da sind wir wieder bei, was ist Liebe? Für jeden ist es ein bisschen was anderes. Fühlt sich anders an, wird anders beschrieben, wird anders gelebt. Die Sprachen der Liebe. 5 Sprachen der Liebe gibt es, glaube ich, nach einem bestimmten Modell. Wo es über Physical Contact geht, Geschenke machen, Dinge erledigen wie aufräumen oder Dinge reparieren oder irgendwie solche Sachen, miteinander reden und so weiter und so fort. Also da gibt es unterschiedliche Sprachen. Und nur weil jemand vielleicht meine Sprache nicht bedient und ich deswegen das Gefühl habe, ne, ich bin irgendwie lost oder ich kriege nicht das, was ich brauche, heißt es nicht, dass die andere Person mich nicht liebt. Sie hat nur vielleicht eine andere Sprache. So. Und das kann hier überall alles mit reinspielen, auch in diesem, es ist keine Liebe. So. Dann werden da vielleicht 2 unterschiedliche Sprachen gesprochen, unterschiedliche Geschichten gelebt innerlich. Ist die Liebe irgendwann in diesem ganzen Chaos untergegangen und verloren gegangen. So. Ja. So. It's raining cats and dogs and lightning. Strikes my heart and sheds some light on. To the fact it ain't so frightening. How there hasn't been your pretty sight in so much time my teeth are whitening from the blood we shed while biting. Love, honey, this ain't love. Ja. Im Prinzip spricht das alles nochmal aus, was ich eben auch gesagt habe, ne? Dieses Miteinander kämpfen. Meistens geht es ja da dann in diesen Kämpfen darum auch, wer hat jetzt Recht? Wer hat jetzt die Wahrheit? Derjenige, ne? Einer wirft vor, der andere verteidigt sich oder beide werfen sich irgendwas vor und dann wird darum gekämpft, wer jetzt Recht hat. Wer jetzt wahr ist, sozusagen, wer die Wahrheit hat. Und manchmal gibt es Anteile von Wahrheiten da drin, so Versionen davon, auf die sich dann beide einigen können. Und dann gibt es auch Entschuldigungen und so weiter, ne? Und manchmal kämpfen wir darum. Manchmal kämpfen wir darum, uns gesehen und gehört zu fühlen vom Gegenüber. Da sind wir wieder auch bei diesem, werde ich geliebt oder wird das geliebt, was ich gebe? Das Gefühl, das ich vermittle. Oder geht es wirklich um mich und meine Person, mit meinen Leidenschaften, mit meinen Interessen, mit meinen Hobbys, die geliebt werden? Auch mit meinen Fehlern, meinen Unsicherheiten, meinen Ängsten. So. Genau. Und wenn wir uns nicht gesehen und gehört fühlen mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir ausdrücken, mit dem, wie wir sind, dann kämpfen wir darum. Aber meistens bei diesem Kampf vergessen wir auch die andere Person zu hören und zu sehen. Weil wir so damit beschäftigt sind, dass uns das zuteil wird. Dass wir aufhören, bei der anderen Person hinzugucken und hinzuhören. Und dann kämpft die andere Person darum. Es gibt so viele Dynamiken im Miteinander, die eine Rolle spielen können und die so komplex sind. Ja. Genau. Wow. Das war ein langes Video jetzt von meiner Seite, aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, wenn euch das Video gefallen hat. Liked, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt, aktiviert die Glocke, damit ihr dann auch mitbekommt, wenn mehr kommt. Und ansonsten, was sind eure Gedanken? Was interpretiert ihr in den Song rein? Welche Geschichte habt ihr, die ihr damit verbindet? Irgendwelche Beziehungserfahrungen, die ihr da gemacht habt? Genau. Ja, und dabei belasse ich es jetzt erstmal. Wenn ihr noch andere Songs habt von Asaf Avidan, die ich mir auf jeden Fall anhören soll, wo ihr ein Reaction-Video von mir sehen wollt, dann kommentiert das gerne unten und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann.